Hallo zusammen! Wir sind nun schon bei der 10. Lieferung des Combat Patrol Abos angekommen. Diesmal auch mit einer für mich neuen Fraktion, die Konglomerate der Wotan. Schauen wir also mal, was alles so dabei ist. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Hier haben wir sie. Lieferung Nummer 10. Kam Ende Januar diesen Jahres bei mir an. Und ihr seht schon, der Karton ist ziemlich malträtiert bei mir angekommen. Deswegen habe ich schon mal aufgemacht gehabt und habe damals geschaut, ob ich entdecken kann, ob irgendwas fehlt, ob was rausgefallen ist. Aber sind wir ehrlich, das wird man vermutlich erst merken, ob denn was fehlt, wenn man denn wirklich das Zeug zusammenbaut und sich wirklich damit beschäftigt. Jetzt so auf den ersten Blick, ja, kann man sehen, es ist Zeug drin, das Magazin ist drin, ein neuer Ordner ist drin. Deswegen war vermutlich einfach der Inhalt zu schwer und hat dann hier den Karton zerfetzt. Und es ist Plastik drin, ob da jetzt irgendwie eine Kleinigkeit rausgefallen wäre. Wie gesagt, das werden wir erst rausfinden, wenn wir denn ans Zusammenbauen gehen. Aber schauen wir doch mal rein, was da alles so drin ist. Wir haben einen riesen Batzen hier Plastik. Wir haben das Magazin-Bundle. Ausgabe 50 bis 55. Nice. Hier haben wir wieder Karten als Beilage. Ja, hier kommen schon die Konglomerate dazu. Nice. Und mittlerweile der dritte Ordner, damit wir eben unser Magazin entsprechend hier abheften können. Schauen wir doch erstmal hier grob drauf, ob wir erkennen, was das ist. Nee, das erkenne ich jetzt noch nicht. Okay, das sind dann diese Bikes für die Konglomerate. Jetzt hier mit dem Combat Patrol Abo werden das auch meine ersten Miniaturen sein für die Konglomerate. Komplett neue Fraktion dann. Sozusagen die Squads, die Space Dwarfs. Hier, das ist der finale Teil für unseren Ork-Garg-Bot. Auch mit Base. Dann haben wir hier zwei Farben dabei. Einmal Layer Palette Witch Flash. Das sieht auch schon nicht mehr so gesund aus. Muss man gut durchschütteln. Da hat sich schon einiges getrennt. Und dann haben wir hier noch Layer Pink Power. Heute mal etwas andere Kameraaufstellung. Im Endresultat soll es keine großen Auswirkungen haben, aber ich wollte einfach mal wieder was anderes ausprobieren, auch von der Beleuchtung. Ich hoffe, das passt am Ende so. Dann haben wir hier unser Haken Weltenforderer, den wir dazu bekommen haben, beziehungsweise da halt mal ja ein Opt-out machen müssen, wenn man den nicht möchte. Haben wir den einfach hier als besonderes Modell. War ein guter Deal. Preistechnisch natürlich im Abo dann günstiger zu haben, dieses Modell, als einzeln der Games Workshop. So, hier haben wir das ganze Plastik mal zur Seite. Blättern wir durchs Magazin durch. Bei der letzten Lieferung, ja, Garg-Bot Teil 1, damit hat es aufgehört. Hier können wir dann also mit dem zweiten Teil den Garg-Bot fertigstellen. Okay, Malanleitung, wunderbar. Auch das ist einfach ein cooles Modell, das macht Spaß. Und ich habe ja schon einen Garg-Bot, den habe ich jetzt mal schnell geholt. Ja, ein Death Thread in meiner Ork-Horde schon drin. Ziemlich cooles Modell, kann man sich austoben. Bei der Bemalung macht Spaß. Ne? Also das ist ein richtig geiles Ork-Modell so. Mit dem kann man richtig viel Freude haben. Und man sieht es ja auch hier. Kann man unterschiedliche Arme verwenden. Ist ein bisschen flexibel. Deswegen wird es also sein, der zweite Garg-Bot, den ich zusammenbaue, der wird anders aussehen als der hier.
Jetzt auch mit einer anderen Pose mal ausprobieren. Haben wir hier noch Informationen zu den Goths, Gashgul, Drakkar, Düsenspringer, auch hammergute Modelle. Finde ich richtig nice. Zwar ein älteres Kit, aber macht auch brutal viel Spaß. Super viel Variationsmöglichkeiten beim Zusammenbau auch. Okay, dann war es das hier mit den Orks. Ja, Ausgabe 51 ist dann die Farbausgabe. Und dann startet es hier schon inhaltlich mit den Konglomeraten der Wotan. Ist auch eine Fraktion, da wusste ich lange nicht, was ich damit anfangen sollte. Wurde ja so mit die Zwerge sind zurück in Warhammer 40k damals angepriesen etc. Ich muss sagen, die ersten Wotan-Modelle, die ich gesehen habe, waren für mich einfach keine Zwerge. Das waren für mich einfach stämmigere Space Marines irgendwie. Bei den Neuveröffentlichungen, die jetzt dazu kamen im Sommer letzten Jahres, muss ich sagen, kam so für mich ein bisschen mehr Zwerg-Feeling rüber. Weiß nicht warum und was es genau liegt. Aber mal schauen. Deswegen eigentlich Zwerge cool. Nach Orks. So, die coolste Fraktion finde ich, aber habe trotzdem nie was von den Wotan mir geholt. Da ist der Funke einfach nicht übergesprungen. Bin jetzt mal gespannt. Jetzt durch die paar Modelle, die jetzt hier in der Combat Patrol, im Combat Patrol Abo dabei sind, ob das jetzt so ein Hype für eine neue Armee bei mir auslöst. Schauen wir mal. Das ist genauso mit den Karatron Overlords. Auch so dieses Steampunk Zwergflair ist mal was Neues. Aber auch nicht so 100% meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Fireslayer sind, ja, rennen oberkörperfrei rum. Die haben alle coole Bärte und lange Haare. Aber das ist halt auch ein bisschen zu lame. Ich glaube, Zwerge sind gar nicht so einfach. Okay, dann haben wir hier. Das war jetzt die Farbausgabe. Haben wir jetzt was übersprungen? Ah, genau. Hier, Ausgabe 52, kommt der Karl Charaktermodell mit dazu. Ja. Dann die erste Einheit, Flammkinkrieger. Okay, der Name lässt vermuten, die haben scheinbar alle Flammenwerfer. Konglomerate, wie gesagt, noch überhaupt gar keine Ahnung, was die da alles so haben. Ektan-Plasmapistole, Etakan-Plasmapistole, Panspektraler Scanner, Magna-Beschleunigungsgewehr. Hätte man wieder eine Brille anziehen sollen. Kommunikator, Medipack. Medipack finden sich wichtige lebensrettende Vorräte, ja gut. Flankenkrieger. Ein Ionenblaster ist das, was die hier haben, okay. Dann geht es weiter mit der Bemalung. Genau. Black Legion haben wir schon durch, also die keine Space Marines, die Orks haben wir durch. Jetzt hier nächste Fraktion, Konglomerate. Da klebt sie da so komisch zusammen. Na gut. Flammkinkrieger Teil 2 von 2. Sind 10 Stück, ne? Ja. So aufgeteilt in 2 Ausgaben. Ja, kann man sich auch mal ein bisschen einlesen. Ja. Muss man sich nicht unbedingt den Codex holen. Kann man auch hier drin mal schauen. Was zu lesen bei der Adepta Sororitas. Und dann hier, das ist dann schon die letzte Ausgabe in der 10. Lieferung, Ausgabe 55. Herrenkin-Pioniere. Das sind dann diese Antigraph, Trikes, Spikes. Ja, da hinten sitzt doch ein
Schütze mit drauf. Die sitze hier allein drin, okay. Verschiedene Köpfe zur Auswahl. Ja, so Anti-Graph-Technologie ist natürlich auch cool, passt auch irgendwo. Aber jetzt hier im Vergleich nochmal, das ist von Necromunda ein Kit, was ich mir mal geholt habe für die Ironhead Squad. Und ich finde halt die Trikes hier, diese Scout Trikes, das hat für mich mehr Zwergenflair. Weiß nicht. Mit diesen fetten Reifen und so, das ist mehr so Oldschool-Zwerge im Weltraum. Ja, das habe ich mir damals geholt, weil ich auch eine Idee hatte. Ein bisschen einen Umbau, ein bisschen Modifikation. Ja, mal gucken, was wir da vielleicht demnächst mitmachen. Einmal weiter hier im Programm. Der ist ja natürlich auch schnell, 12 Zoll. Ja, also Lieferung 10. Können wir unseren Garkbot finalisieren und starten mit den Konglomeraten der Wotan. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob mir die gefallen werden, wie die so beim Zusammenbau sind, bei der Bemalung, auch wie die sich spielen, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall mal interessant, da ein bisschen auch mehr einzusteigen, sich das mal durchzulesen, was die so drauf haben. Was so die Herkunftsstory ist, die Origin Story. Ja. Aber bisher ein bisschen gemischte Gefühle zu der Lieferung, liegt aber einfach daran, dass ich mit den Wotan bisher mich noch nicht beschäftigt habe und nichts mit anfangen konnte. Schauen wir mal, wie es nach der Lieferung weitergeht. Was meint ihr zu den Konglomeraten? Zwerge genauso wie sie sein sollten im 40k-Universum? Oder doch irgendwie nicht zwergisch genug? Was meint ihr zu der Lieferung? Schreibt es in die Kommentare. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um mehr aus meiner Hobby-Ecke zu sehen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.